Ich hatte gehofft, dass ich Jan da treffen würde. Und, wenn du jetzt bei jeder Frage gleich mit einer Pointe anfängst, habe ich überhaupt keine Chance hier. Nee, ich habe tatsächlich, ich wollte so bestimmte Studienfächer in Kombination miteinander irgendwie studieren. Das eine war Neue Deutsche Literaturgeschichte, Amerikanistik und Theaterwissenschaften. Und ich hatte so diesen grünen Studienführer und habe alles durchgestrichen mit einem schwarzen Edding, was ich doof fand. Und dann blieben so 5 Sachen übrig. Und 3 davon konnte man in Erlangen in Kombination studieren. Deshalb habe ich mich dann da beworben. Und ich dachte auch Geisteswissenschaften. Brotlos, aber und ich habe, glaube ich, Erlangen gewählt. Also erstens habe ich Angst vor Berlin und so gehabt. Ich fand Kleinstadt ganz gut. Dann bin ich da hingefahren tatsächlich und bin da rumgelaufen und durch dieses etwas absurde Erlangen und bin dann in diesem Experimentiertheater gelandet. Und da, obwohl ich wirklich noch gar nichts mit Theater zu tun hatte, hat mich das das fand ich total toll, dass es da so einen Raum gibt. Bin auf einer Erstsemesterparty angesprochen worden, ob ich nicht mal Theater spielen will. Und das war irgendwie ein Kindertheaterstück. Genau, und ich kam nämlich ein Jahr nach dir und ich habe dich einfach auf der Bühne zum ersten Mal tatsächlich gesehen. Ach echt? Das erste, was ich gesehen habe, war als frischer junger Student diese Kindertheateraufführungen. Ach, lustig. Wo wir so Szenen gemacht haben, glaube ich, auch Studierende Regie geführt und ihr habt gespielt. Und da kam so ein Typ auf die Bühne, hat ins Publikum geguckt und hat gesagt, hallo. Und dann haben alle gelacht. Das war Bjarne Mädel und das... Ja, lustig. Sagt so viel über alles. Ja. Und das war total klar. Ich hatte eigentlich keine Ahnung von Schauspiel und Theater, aber man sah, dass du auf die Bühne musst. Das war echt toll. krass. Ich habe dich das erste Mal bewusst gesehen, dann bei Amphitryon, glaube ich, als du Regieassistenz gemacht hast. Also es sind aus der Uni heraus, aus der Theaterwissenschaft, da haben sich ja so, wie viele waren das? Vielleicht 100 Menschen oder vielleicht 200? Viel mehr waren das nicht. Man hat sich durch die Kleinstadt auch total zusammengerottet. Ne? Alle, die da irgendwie Theaterwissenschaft studiert haben, kannten sich. Freie Gruppen, Leute, die da innerhalb des Studiums inszeniert und gespielt haben. Und da konnte man so andocken oder bewundernd hochgucken. Und da hat ein Student Amphitryon gemacht und da habe ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, aber da habe ich dann Regieassistenz gemacht sozusagen. Es gab 3 coole Kneipen, eine richtig cool, es gab das E-Werk, das war ein guter Club damals, also da konnte man tanzen gehen und zu Konzerten. Gab es den tollsten Imbiss aller Zeiten, Hühnertod. Den gibt es bestimmt nicht mehr. Gibt's noch? Wie geil, Gibt's das Hühnchen-Imbiss Hühnertod zu nennen. Paletti Omeletti, da habe ich nämlich gearbeitet. Aber E-Werk, großartig. Da haben wir auch gespielt. Ne? Da habe ich noch ein Foto, wie wir mussten da hinterher selber aufräumen. Wir haben selber aufgebaut unsere Bühne, haben dann da gespielt und mussten hinterher aber auch nicht nur die Bühne abbauen, sondern auch den Raum hinterher noch fegen und wischen und so. Ich habe noch neulich einen Freund besucht, der aus Erlangen kommt, ein Schauspielkollege auch. Da war die Tür offen an der Uni. Das war aber so schlimmste Corona-Zeit, wo eigentlich alles dicht war. Aber die Tür stand offen, wir sind da reingelatscht und konnten mich so dran erinnern. Und dann dachte ich, hier rechts muss das doch irgendwie sein, da hinten den Gang runter. Und da standen wir tatsächlich vor diesem Experimentiertheater. Das fand ich auch toll, wo man so weiß, da stand ich das erste Mal auf der Bühne und da fing eigentlich alles mit einem Hallo fing da alles an. Also was da an Beleuchtung möglich war und so, das war alles wirklich sehr, sehr hochwertig. Es gab richtig Bühnenbild, Licht, es gab auch ein kleines Etat. Man hatte ein bisschen Geld. Man konnte richtig professionell, semi-professionell bis professionell Theater machen. Und wenn man mit großem Anspruch dahin ist, dann hat man fast den Rahmen gesprengt, wie ihr bei Medea. Also wo es echt aussah wie eine Theaterinszenierung. Das Theater war für uns wie so ein kleines Paradies. Zusammen haben wir uns auch viel angeguckt im Theater. Beim Theaterfestival, ne, in Nürnberg-Erlangen, da gab es dann irgendwann so, ich habe da mein erstes Castorf-Stück gesehen, das Trunkene Schiff. Ja, das haben wir zusammen gesehen. Ja, klar. Und dass man da so Sachen sieht, wo man denkt, das darf man, das ist möglich. Die Schauspieler haben Helium genommen am Anfang und haben sich totgelacht auf der Bühne und so mit Mickey-Maus-Stimmen und so. Und erste Mal Henry Hübchen auf der Bühne gesehen und also wirklich war eine große Veränderung für mich. Also so zu merken, okay, das kann man alles machen. Wie geil. Also es war richtig so eine Befreiung, ne?